Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Blums Naturwerkstatt. Diesmal sogar Outdoor hier im Blumsgarten. Ja, bestimmt sind Sie auch ein Liebhaber von den vielen Naturschönheiten, die man draußen findet, wenn man durch Felder, Wälder oder den eigenen Garten streift. Man findet Blätter, schöne Blüten, Zweige oder auch Knorriges wie Rinde oder Äste, aber auch Moos und Flecht sind sehr schön. Wir Floristen lassen uns gerade von diesen Naturmaterialien gerne begeistern und oft entstehen sogar genau dann die schönsten Ideen. Zum Beispiel hier das Moos, was ich gerade mitgebracht habe. Mal maigrün, mal etwas dunkler, Polster oder eben auch flächige Moose findet man. Und daraus kann man sehr schöne Kränze erstellen. Einen habe ich schon mal vorbereitet, mit etwas Wolle noch umwickelt in gleicher Farbe, Pflanze einstellen und schon hat man eine Tischdekoration für das Frühjahr. Daneben noch mal eine weitere Idee, aber es geht auch größer. Schauen wir mal hier auf diesen großen Wandkranz, aus verschiedenen Moosen gearbeitet, mit Zweigen sogar. Das sieht zwar schwierig aus, ist es aber gar nicht. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal genau erklären. Als Grundlage für so einen großen Kranz braucht man einen Strohrömer. Den gibt es schon fertig umwickelt mit einem grünlichen Vlies. Damit sieht man dann später auch nicht das helle Stroh. Dann benötigen wir einige Krampen, mal spitzere, mal etwas breitere. Damit kann man dann die verschiedenen Moose sehr gut festhaften. Ja, und als erstes nehmen wir dann ein schönes, großes, flächiges Stück Moos, legen das auf den Kranzkörper auf und fangen an, es überall festzuhaften, sodass es dann nachher fest mit dem ganzen Unterbau aus Stroh verbunden ist. Das muss man an vielen Stellen natürlich machen. Kleiner Tipp schon mal am Rande: Sollte das ein bisschen schwer fallen, das Reinstecken der Krampe, dann nimmt man einfach ein Stückchen Holz, irgendwas Festes, so als Hilfsmittel und drückt das rein. Dann tut es vielleicht auch am Finger nicht mehr ganz so weh. So, noch ein paar kleine Moosflächen zuhaften, aber ganz bewusst lassen wir so einige Lücken hier, denn da kommt jetzt eine ganz andere Moosart hinein, nämlich das sogenannte Plattenmoos. Damit man das aber gut befestigen kann, sollte man dieses dicke, polstrige Moos zuvor mit ein wenig Wickeldraht umwickeln. Damit kann es hinterher nicht auseinanderbrechen und man bekommt es sehr gut fest direkt auf dem Kranzkörper. Diesen Wickeldraht bekommen Sie auch im Fachhandel. Einfach, haben Sie gesehen, dreimal um das Moos herum gewickelt. Dann verzwirbeln, Draht abkneifen und dann hat man hier ein sehr schönes Polster. Was unten zu weit raushängt, einfach ein wenig wegnehmen, das Polster so ein bisschen aufdrücken, gut in Form bringen, auf diese Lücke legen, die wir uns so vorgenommen haben zu füllen und dann mit dieser etwas längeren Krampe, 3-4 Stück brauchen wir auch davon, dann direkt auch wieder mit dem Kranzkörper verbinden. Auch hier wieder hilfreich ein Stückchen Holz zum Nachdrücken und dann bekommt man auch dieses Polster gut und stabil befestigt. So, mit den letzten vorbereiteten Moosklumpen, so nenne ich sie mal, werden die letzten Lücken geschlossen und Sie sehen jetzt schon, es entsteht eine schöne Landschaft, mal flachere Flächen, dann mal die schönen etwas erhobenen kleinen Gebirgslandschaften. Und das Ganze lockern wir noch mehr auf, indem wir einige Zweige dazu nehmen, auch moosige Zweige. Ein bisschen den Zweig betrachten, zurechtschneiden und dann werden wir mit den gleichen Krampen, die wir eben verwendet haben, auch diese Zweige befestigen. Immer schauen, wo es gut anliegt. Und dann wird direkt da auch wieder eine Krampe, eine Hafte gesetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Und so, dass es ein schöner Verlauf wird. Und nun der Kranz noch ein bisschen Schwung bekommt durch die moosigen Äste. Bewusst so ein bisschen verkreuzend anordnen. Das muss natürlich etwas vorsichtig sein, weil solche Mooszweige können ja auch leicht brechen. Aber falls das passiert, auch nicht schlimm. Auch kleine Zweige braucht man für so einen Kranz. Ja, Schritt für Schritt entsteht hier so eine schöne, lebendige Landschaft. Dreidimensional das Ganze sogar. Und wir gruppieren diese moosigen Zweige ganz bewusst nicht überall hin, sondern wir verteilen sie an verschiedenen Stellen etwas verstärkter und dann wieder ausgelichtete Passagen. So, noch einen letzten schönen Ast in unsere Mooslandschaft angeordnet. Immer daran denken, dass das Ganze gut verteilt ist, gut befestigt ist. Und somit haben wir jetzt eine schöne dreidimensionale Struktur geschaffen. Ja, und so einen Kranz kann man jetzt als Wandkranz einsetzen, auf ein Sideboard stellen. Ja, aber ich möchte Ihnen jetzt gerne eine liegende Variante zeigen, wo wir diese große Innenfläche noch füllen werden mit wunderschönen Frühlingspflanzen.
Je nach Jahreszeit bieten sich natürlich ganz verschiedene Lösungen an. Jetzt im Frühjahr sind besonders schön die Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und viele andere hellblaue oder grünliche Pflanzen. Ja, so ein Stiefmütterchen einfach nur austopfen. Man hat vielleicht auch ein paar schöne Tontöpfe, die auch etwas bemoost sind, zu Hause im Garten gesammelt. Dann die Pflanze dort hineingesetzt. Und man kann sie mit Erde pflanzen, aber wir haben hier noch ein bisschen restliches Moos und damit stopfen wir dann den Zwischenraum zwischen Gefäß und Wurzelballen ein wenig aus. Die Pflanze kann damit wunderbar wachsen und schon haben wir eine schöne, nette Komposition, die wir jetzt Schritt für Schritt alle in den Innenbereich des Kranzes einfügen. Da die Pflanzen und Tontöpfe unterschiedliche Höhen haben, kann man wunderbar nivellieren mit Baumscheiben oder Tontöpfen natürlich auch, die man einlegt, Pflanze passend da drauf stellen und so schließt man Schritt für Schritt die letzten Lücken. Es entsteht ein schöner, abwechslungsreicher, blütenreicher Garten aus verschiedenen farbigen Pflanzen, mit Grünpflanzen ein bisschen ergänzt. Ja, und so einen Kranz kann man perfekt am Eingang aufstellen, vielleicht auf die Erde gelegt. Man kann ja schön drauf blicken, aber auch auf einen Landhaustisch, Terrasse, Balkon ist der eine wunderbare Dekoration und man kann sich das ganze Jahr über so einen Kranz erfreuen. Das Moos müssen Sie einfach nur ein wenig anfeuchten, nicht vielleicht in die Sonne stellen, in die pralle Sonne, dann würde es zu schnell ausbleichen. Ja, und über das Jahr immer wieder die Pflanzen austauschen mit anderen Dingen und somit haben Sie Freude bis in den Herbst hinein. Wenn ich Sie jetzt richtig begeistern konnte mit Arbeiten von Naturwerkstoffen, dann möchte ich Ihnen gerne mein neues Buch empfehlen. Das heißt Die Naturwerkstatt. Und Sie sehen in dem Buch auf gut 140 Bildern faszinierende Ideen mit ganz vielen Werkstoffen. Ja, und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Blumsjahr.